This is the world's very first car. Well, technically a replica. It's the Benz patent motor car. The automobile was born in 1886. The creator, Carl Benz. It's more comfortable than I thought, but very, very loud. Du siehst hinter ein Verbrennungsmotor. Wir haben hier schon einen Gasmotor, damals noch genannt, der Benzin verbrennt. Und dementsprechend ein nach Viertaktprinzip, nach Prinzip Otto. Today I'm taking you on a journey to trace the roots of this groundbreaking invention, the car. Our first stop, Mannheim, the city where Carl Benz built his motor car. In Ladenburg, I'll visit the Carl Benz Auto Museum. And finally, I'll drive part of what's known as the Bertha Benz route, the very first long-distance trip in an automobile that was actually done by a woman. And here in Stuttgart, I'll explore the Mercedes-Benz Museum to find out what the future of the automobile might look like. Was wird getankt? Wir tanken Waschbenzin Ligorin wie damals noch. Also es funktioniert nicht mit modernem Kraftstoff, deswegen auch nicht an der Tankstelle zu kaufen. Wir kaufen das im Spezialhandel in großen Gebinden und du kannst gerne mal dran riechen. Man riecht auch, es riecht anders wie heute an der Tankstelle. Es ist eher so Feuerzeug-Benzin ähnlich. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Und Back then, it wasn't as simple as just turning the ignition key. this invention revolutionized transportation around the world. A big step forward, even if it's not so great for the environment. Today, there are more than 1.5 billion cars worldwide. And this year alone, nearly 90 million more will likely be added. Carl Benz started a long tradition of car making, and the world's oldest brand still exists. Today it's Mercedes-Benz. For my small journey in the footsteps of the first car, I'm borrowing something special. No, not the Benz patent motor car. That one doesn't even reach 1 horsepower and only manages 16 kilometers per hour. Way too slow. That's why I went for something with a little more power. The legendary Mercedes W126. In the 1980s, this model was the undisputed world leader in the luxury car segment. And still to this day, it's the most produced luxury sedan in the world. So I'm off to explore car history in this beauty. But first, a quick stop at the museum shop. Soon you'll see why. This little souvenir is for 2 very special people. Alright, here we go. About 130 kilometers north from Stuttgart. First to Mannheim and then on to Ladenburg. Both cities are located between Stuttgart and Frankfurt am Main. Here in Mannheim, there is a huge monument to the famous inventor and car builder. Because it was in Mannheim that Carl Benz built his very first car. The building of his first company, called the Mechanical Workshop, was destroyed in World War II. The only thing left is a silhouette of the patent motor car, a reminder of the place where automotive history was made. I'm hoping to get deeper insights in Ladenburg at the Dr. Carl Benz Auto Museum. Winfried A. Seidel, a passionate car collector, founded this museum here, in a very special location. Das war die ehemalige Benz-Fabrik. Es war also so, dass im Jahr 1903 Carl Benz mit seinen Geschäftspartnern in Mannheim so unüberbrückbare Probleme hatte, dass er verärgert ausgeschieden ist, der Name blieb und er hat dann hier in Ladenburg sich einfach eine neue Fabrik gebaut. Und da sind wir jetzt. Here too you'll find replicas of Carl Benz's very first motor cars. And also faithfully reconstructed his original workshop from Mannheim. Der hatte immer die Vision, eigentlich aus 2 Perspektiven. Einmal aus dem Fahrrad und einmal aus der Schiene. Und aus beidem könnte ich mir vorstellen, wollte er irgendwie eins machen. Er wollte von der Schiene los,
aber auch nicht mehr unbedingt mit den Beinen strampeln. Und so ist vielleicht das erste Automobil entstanden. This was the factory in Ladenburg, shown here in the only surviving photo. Worldwide, only 3 vehicles still exist that were originally built here in Ladenburg. 2 of them are on display in this museum, carefully restored. But it wasn't just Karl. His wife Bertha Benz also played a key role in the invention of the car. Das war nicht die Frau, die hinter ihm stand, sie stand neben ihm. Sie hat sich offensichtlich auch sehr für Technik interessiert. Es ist zum Beispiel überliefert, dass sie ihre Nähmaschine aus der Wohnung geholt hat und mit der Nähmaschine elektrische Spulen gewickelt hat. And in Ladenburg, Karl Benz lived in what is now the Karl Benz house until his death in 1929. In the garden, the Benz family had a garage built, designed like a small watchtower. It's probably the very first garage in the world. Karl and Bertha Benz also found their final resting place here in Ladenburg. Karl Benz invented the car, but his wife Bertha made the first long-distance drive on this very road, the Bertha Benz route. This route commemorates Bertha's historic trip back in 1888. She drove a little over 100 kilometers. From Mannheim, through Heidelberg, all the way to her hometown Pforzheim with her 2 sons and without telling her husband. Warum wusste Karl Benz nichts von dieser großen Testfahrt? Wir haben ein Schreiben von ihr, wo sie es mitteilte, mein Karl hätte das nie erlaubt. Warum nicht? Er war zögerlich. Er war zögerlich, hat immer wieder an dem, was er getan hat, wahrscheinlich auch gezweifelt. Bertha's journey showed incredible courage because at the time it was a huge risk. Auf dieser Fahrt alleine hat sie ungeheuerlich bewiesen, wie sehr sie sich mit diesem Auto beschäftigt hatte oder mit diesem Motorwagen damals, wie man es nannte, beschäftigt hat. Es sind ja einiges an Pannen passiert oder der Kraftstoff ist ausgegangen und sie wusste genau, in der Apotheke gibt es ein Reinigungsmittel, was hochexplosiv war und das wurde als Kraftstoff verwendet. In the small town of Wiesloch, Bertha made a halt. This monument remembers her legendary pit stop. Bertha had to refuel right here at the local pharmacy. So this is the world's first gas station. In total, including the way back, Bertha covered more than 200 kilometers. She needed over 100 liters of water just to cool the engine. And she overcame many other challenges along the way. Die elektrische Zündung hat er sich in Kabelblank geschliffen. Sie hat ihr Strumpfband genommen, eine Isolation gewickelt und man konnte weiterfahren. Und es sind noch viele, viele Dinge passiert. Und eins der gravierendsten so auf der Rückreise war, hatten sich die Bremsklötze, es hat also ein anderes Bremssystem als der erste gehabt, dieses dritte Modell, hatten sich blank geschliffen. Das waren so Hartholzklötze, die auf die Hinterachse drückten. Und sie ist zum Dorfschuster gegangen und hat Leder auf diese Bremsklötze, auf die Hölzer nageln lassen. Und eigentlich war das die Erfindung der Bremsbeläge. Bertha Benz's trip caused a sensation. Interest in her husband's motorcar skyrocketed, and the foundation of a global empire was laid. I'm back at the Auto Museum in Stuttgart.
The name Benz still stands for automobile engineering today and has shaped mobility across many segments for decades. Cars became more comfortable, safer, and faster. After the era of gasoline and diesel engines, the electric age has, of course, started here too. But what does the future of mobility look like? At Mercedes-Benz, Kai Jadner is the man in charge of such questions. His job title: Futurist. Was würden Sie sich persönlich als Futuristin wünschen, was da in Sachen Autos noch auf uns zukommt? Ich hoffe, dass es uns gelingt, eine Balance herzustellen. Ja? Einerseits aus vertrauten Dingen, die wir mögen, die wir auch nicht aufgeben wollen. Andererseits aber, dass die neuen Dinge auch möglich werden. Und das vielleicht auch gar nicht in einem Auto. Ja? Dass es Fahrzeuge gibt, die sehr viel mit Digitalität arbeiten, mit Automatisierung. Und dass es aber andererseits auch weiterhin Fahrzeuge gibt, die zum Selberfahren, auch digital minimalistisch sind, auch mit Scheiben und dass man mit der Welt verbunden ist. Und dass es Rennwagen sozusagen auch weiterhin der Spaß möglich ist. Also ich hoffe, die Zukunft hält das alles für uns bereit. Das wäre, glaube ich, modern, das ist gut und darauf würde ich mich freuen. Now you know who built the first car and where. What do you think the world would be like without cars? And how will we get around in the future? Drop a comment and let me know.